Es gibt keinen Feind. Es gibt keine Dunkelheit. Es gibt nicht nur das Licht, sondern es gibt immer nur die Kreation selbst, das Ein- und Ausatmen zur gleichen Zeit. Die reine Existenz, die alles integriert von Null, Nichtsexistenz bis Endlichkeit, Unendlichkeit und alle Potenziale. Und ein Teil dieser spirituellen Community, der Spiru-Szene, sagen wir es mal so, ist sehr, sehr viel durchwoben von spirituellem Ego. Von einem Ego, was irgendwas erzählt, was irgendetwas sagt oder sich, keine Ahnung, erzählt, wie weit, wie toll, wie groß sie sind, aber im Grunde nichts davon verkörpert oder verstanden hat. Und man erkennt eine Verkörperung dann in dem Moment, wie handelt jemand und nicht wie spricht jemand. Ich zum Beispiel spreche oft in verschiedenen Perspektiven aus verschiedenen Versionen von mir selbst, einfach aus der Multidimensionalität heraus, aus der ich komme. Nehme ich viele verschiedene Blickwinkel ein und integriere verschiedene Versionen von mir selbst. Die eine Version ist höher als die andere, spricht aus einem höheren Blickwinkel als die andere, während die, sag ich mal, weniger bewusstere Version, die vielleicht aktiv ist im Trauma oder im Drama oder in Verletztheit oder was auch immer, vielleicht eine niedrigere Perspektive hat. Aber der Punkt ist, in dem Sinn von selbst zu verstehen, dass wir alles sind, das Licht, das Dunkel, das Gute, das Böse, weil alles, was uns begegnet, ist Teil von uns, das uns begegnet, nur in anderer Form. Und wie wirklich wahrhaftig jemand erleuchtet ist in der Art und Weise, wie handelt jemand. Kann jemand in der Verletztheit verletzt reagieren, aber bewusst handeln und verstehen, dass es kein Außen gibt, sondern nur eine Reflexion, die wir integriert haben und eine Reflexion, die wir nicht integriert haben. Und so formt sich letzten Endes die Erfahrung. Und wenn ich etwas beobachte, dann ist in der Spiro-Szene ein großes, spirituelles, brüllendes Ego, was sehr, sehr viel verurteilt, auf andere verurteilt, wo ein Interview aufgemacht wird und als allererstes erstmal geschaut wird, wer ist das, wo steht die Person, was erzählt die, ist die mehr oder ist die weniger als ich? Und ist sie mehr als ich, vielleicht muss ich sie klein machen. Ist sie noch mehr als ich, vielleicht muss ich ihr folgen, vielleicht muss ich sie oder ihn auf den Thron setzen, weil er, sie ist, etwas hat, was ich glaube nicht zu haben. Und so ist das spirituelle Ego, was auch teilweise in der Spiritualität oder die Spiritualität nutzt, um vor sich selbst davon zu laufen, keine Verantwortung zu übernehmen und mit Begriffen um sich wirft, wie, ja, alles passiert aus einem gewissen Grund. Oder es muss so sein. Oder vielleicht auch so ein ganz bekannter Begriff, so, wenn du getriggert bist, dann ist das dein Thema. Ich bin genau gut, wie ich bin. Lauter solche Dinge, die einem dann begegnen. Und genau das gleiche Konzept auch wie Dunkelheit ist böse, luziferisch, was auch immer. Es ist einfach nur nicht integrierter Anteil. Eine Verurteilung, die noch im Raum steht, die du selber bist, aber auf andere projizierst. Ganz simpel. Und getroffene Hunde bellen bekanntlich besonders laut, nicht wahr? Ich muss dir mal ein Kompliment geben. Du hast in deiner Sprache mega Geschwindigkeit rausgenommen. Also, du hast dich sehr, sehr gesetzt, würde ich es mal in Sprache ausdrücken. Du hast ja jetzt gerade das Wort Seele benutzt. Das wird ja gerade sehr, sehr gedreht, das ist jahrtausendelang von der Kirche verwendet. Wenn ich die Aussage mache, eine Seele, eine vollbewusste Seele ist eine direkte Anbindung an das Nullpunktfeld. Würdest du das so stehen lassen? Also ich würde noch ein kleines bisschen was korrigieren, weil eine Seele ist immer bewusst, nur der Mensch nicht. Oh, ja. Also ich bin auch einfach, um das so ein bisschen zu verstehen, der Mensch hat keine Seele. Hat er nicht. Die Seele hat eine menschliche Erfahrung. Aber in dem Moment, wenn die Seele eine menschliche Erfahrung hat, ist das Ego und besonders der Sinn von selbst besonders aktiv. Heißt, ich bin das und nicht das andere. Und dementsprechend ist, sag ich mal, stark das Ego kontrolliert, habe ich entsprechend auch eine mehr oder weniger starke Bewusstheit oder eine Illusion, bewusster oder weniger bewusst zu sein. Aber wenn man das mal alles rausnimmt, diese ganzen Konzepte, die Seele selbst an sich ist letzten Endes Bewusstsein in Erfahrung. Das ist die Seele. Und Eine wie Weile. kann, ja, und wie kann dann eine Seele bewusster als die andere sein? Oder mehr Bewusstsein oder weniger Bewusstsein? Die Seele ist einfach Bewusstsein in Erfahrung. Punkt. Das ist sie. Und sie erfährt sich in dem Moment, wenn sie erschafft, heißt durch den Nullpunkt tritt. Und wir haben in uns jeder Partikel, der existiert. Nicht jedes Atom, jeder Partikel, der existiert, ist
hat einen Nullpunkt in sich. Er existiert, er ist da, er ist nicht da, und zwar permanent. Wie wenn wir eine Frequenz erschaffen, dann ist die Frequenz permanent in da, nicht da, da, nicht da, na, nicht da. Und das erschafft eine Frequenz. Und das heißt, wir haben permanent den Nullpunkt aktiv in uns. Wir erschaffen und wir erschaffen nicht. Und mit jedem Bewusstsein, was erschafft, kommt Licht in die Welt und Photonen werden ausgeschüttet, Strahlung wird ausgeschüttet, Frequenz wird geformt. Und so sind wir permanent Bewusstsein in Kreation. Das heißt, wir sind umgeben von Licht, ob wir es sehen oder nicht. Aber alles, was in Bewusstsein ist, alles, was Bewusstsein ist, erschafft Licht. Immer.